Shalom, Shalom, das sagt der Sauerkal von James Jarrett in einer Lektion. Als allererstes, Kololiyam Hawat Wakabat Watawada, Labno Yahweh Bashmi Oshai Bashmi Kakdash, Brakte Hawa, Brakte Oshai, Brakte Hawa, Brakte Oshai, Brakte Hawa, Brakte Oshai Bashmi Kakdash. Was ich gerade gesagt habe, bedeutet alle Ehre, Lobpreis, Herrlichkeit und Dank unseren himmlischen Vater Yahweh, mit welchem Weise Gott nennt, den Namen von seinem einzigen weltbrachten Sohn Yahushua Mashiach. Wir beten unter weil Jesus Christus in den Namen vom Heiligen Spirit. Barak der Yahweh bedeutet gesegnet du Yahweh, welcher einzig wahren heiligen Name von seinem himmlischen Vater ist. Barak der Yahushua, sagt welcher Name bedeutet er ist, existiert. Barak der Yahushua bedeutet gesegnet du Yahushua, welcher einzige wahre heilige Name von seinem himmlischen Lösen Retter ist. Welcher Name bedeutet er ist, er rettet, er befreit. Bashim Kakadash, Name vom Heiligen Spirit. Dort der Ehre geht raus an die Ältesten und Apostel von Milstone, die ist durch spürende Kraft, Mächtige Gnade von Yahweh Bashim Yahushua, Bashim Kakadash, die bei Tag in Tag, aus Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr zu 100% lernen. Shalom, meine Akim, das Wort in einfach Fleiß in die vierten Welt verteilen und an die Elekte und 50.000, die es hier geht. Sag Yahweh Bashim Yahushua, Bashim Kakadash, Brakadam, Wahablatam, Shalom. Okay, was ich gerade davor gesprochen habe, die Sprache, die ich vielleicht nicht verstanden habe, war die Lashon Kodash, die wahre Sprache von der sogenannten Neger Lateinamerikanern, das antike Hebräisch, von der Israeliten, die 12 Stimmen von Israel ausmachen, die sogenannten Neger Lateinamerikanern und ihr 12 und die anderen Israeliten, die aussehen wie die anderen Nationen, die aber im Spirit daran glauben, dass Yahweh Bashim Yahushua die einzige wahre Kraft ist, die nach der einzigen wahren Kraft Yahweh Yahushua rufen, okay, oder Yahweh Bashim Yahushua, und das ist das Spirit, okay. Auf jeden Fall Lektion darüber sein, macht euch bereit für den Krieg, deswegen habe ich dieses Bild genommen, make yourself ready to the battle, okay, und das müssen wir uns machen, to the Spirit, für den kommenden Kampf, den spirituellen Kampf, der physikal manifestiert wird. Und das ist ein wunderschönes Bild. Warum? Das sind spirituelle Kräfte. Okay, er schlägt seine Hände zusammen und da kommt sozusagen ein Blast raus. To the Spirit, Yahweh hat mir das Bild dafür direkt gegeben. Okay. Jetzt gehen wir aber zu 2. Esdras Kapitel 16 und 36. Believe the word of Yahweh Bashim Yahushua. Glaubt an das Wort von Yahweh Bashim Yahushua. Receive it, empfangt es, ihr Israeliten. Empfangt es, während ihr noch könnt. Weil es sagt in Sarek, auch in Ecclesiasticus, aus der Apokrypha, Kapitel 5, Vers 7, make no tarrying to turn to Yahweh Bashim Yahushua. Das heißt, zögere nicht, dich zu Yahweh Bashim Yahushua zu wenden. Jetzt ist die Zeit, zu Yahweh Bashim Yahushua zu kommen, Buß zu tun, zu fasten, zu beten, nach Vergebung zu betteln, nach Vergebung zu fragen. Weil wir in den letzten Zeiten sind, und wir sehen, Esau kommt runter, weil er große Wut hat. Okay, lass kurz den Priester tun. So, like, this is Revelation 12 and 12 KJV. Das ist Offenbarung Kapitel 12, Vers 12. Und es sagt, therefore rejoice, ye heavens, and ye that dwell in them. Erfreut euch, ihr Himmel, und ihr, in denen verweilen, okay, die im Himmel sind, spirituell minded sind. Okay, woe to the inhabitants of the earth, Zerstörung sei zu den Bewohnern von der Erde, and of the sea, und von dem See. For the devil is come down unto you, having great wrath, und hat großartige Wut, because he knoweth that he has but a short time. Weil er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und das ist Esau-Edom. Esau-Edom ist der teuflische Tarn. Die sogenannten weißen Leute sind Esau-Edom. Okay? Und sie kommt, was macht Esau gerade? Er kommt runter mit großartiger Wut. Okay? Donald Trump lässt sozusagen die, in Amerika die Leute von New York rausjagen, okay, die in anderen Städten sind, bringt zurück zu New York. Mit was? Mit Martial Law Troops. Okay, mit Kriegsrechtstruppen. Wo das Militär an der Macht ist, wo das Draconian Law, das harsche Gesetz, okay, das Gesetz ohne Gnade an die Macht kommt. Und ich sage in Offenbarung 13. Kapitel. Okay, was wieder implementiert wird. Was sogar mit Blut niedergeschrieben wurde. Okay, weil es so harsch war. Ein Priester kam mir noch in den Kopf. Salakia. Deswegen müssen spirituell meine sein. Das 2. Esdras, Kapitel 15. Salakia. Das 2. Esdras, Kapitel 15, Vers 14. Es sagt, woe to the world and them that dwell therein. Zerstörung zu der Welt und die drin verweilen. Zerstörung zu dieser Welt und diese Leute, die in dieser Welt sind, die mit dem Verstand dieser Welt sind, die diesen Weg der Welt gehen. Zerstörung zu euch, to the Spirit. For the sword and destruction draw nigh, weil das Schwert in ihrer Zerstörung nähert sich. Okay, das heißt, die Zerstörung und die ICB Missiles nähern sich, and one people shall stand up to fight against another. Das heißt, Rassenkriege werden ausbrechen.
eine Nation gegen eine andere Nation, and swords in their hands, und Schwert in ihrer Hand. For there shall be sedition among men. Okay, so eine Sedition, das heißt Aufstände unter den Leuten sein, wie wir in Italien sehen. Okay, wenn ich das Video gesehen habe, to the Spirit, Italien, die Leute durchschauen, weil sie kein Essen mehr haben, and invading one another, und werden einander invadieren, sie werden einander überfallen, das Essen klauen, die Güter klauen, and shall not regard the they shall not regard the kings nor princes, and the course of the action shall stand down power, und der Kurs von ihrer Aktion soll in ihrer eigenen Hand stehen. Okay, das heißt, sie werden tun lassen, was sie wollen. Rasskrieg wird aussprechen, in Italien wurde schon darüber geredet, dass die Leute sich zusammenfinden wollen und Leute überfallen wollen, und einer hat schon gesagt, ich werde Leute töten. Okay, und das ist der Spirit. Weil Esau kommt runter mit seiner großen Wut und die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Okay? Esau, Edom, kommt mit seiner großen Wut runter. Und er wird nicht nachlassen, er wird nur noch mehr bringen. Deswegen jetzt die Zeit, sich zu Yahweh Hashem Yahushai zu drehen und Buß zu tun. Okay, make no tarrying to turn to Yahweh Hashem Yahushai. And put not off from day to day. Und hör nicht auf, Tag von Tag. Es kämpft weiter, Tag für Tag. For suddenly, weil aus dem Nichts, soll die Wut von Yahweh Hashem Yahushai kommen. Die Wut von Yahweh Hashem Yahushai wird aus dem Nichts kommen auf diese Welt, weil sie nicht damit rechnen, wie es sagt in Lukas 21:36 oder 34-36. And in der Security, in der Sicherheit, thou shalt be destroyed, sollst du zerstört werden. Das heißt, sei nicht in Sicherheit. Fühl dich nicht in Sicherheit. Weil die Leute, was sagen die Leute? Ich bin gut mit Gott, ich bin gut mit Gott. Gott wird mir nichts antun, Gott wird mich retten. And perish in the day of vengeance. Das werden die Leute tun. Weil sie nicht wissen, wer Yahweh Hashem Yahushai ist, weil sie nicht wissen, was die Wahrheit ist, weil sie nicht wissen, was kommt. Aber durch die Spirit und Kraft von Yahweh Hashem Yahushai wissen wir, was kommt. Deswegen müssen wir uns bereit machen für den Krieg, bereit machen für den Kampf. Okay? Dass wir nicht in den Tag darauf vergehen. Dass wir willig sind für die Ausführung von Yahweh Hashem Yahushai. Jetzt ist der Buß zu tun. Jetzt ist der zu Yahweh Hashem Yahushai zu kommen. Okay? Jetzt gehen wir zu 2. Kapitel 16:36 zurück. Und es sagt, Behold, the word of Yahweh. Seht das Wort von Yahweh Hashem Yahushai und receive it, empfangt es. Das heißt, empfangt es, esst es auf. Lasst nie wieder davon los. Weil Leute in dem Glauben lassen gerade von dem Wort los und werden komplett zerstört. Okay? Leute waren vor ein paar Monaten, vor einem halben Jahr noch eine Schufe und jetzt die ganze Scheiße am Gampfen, die ganze Scheiße am Kochen. Und sie denken sich, was ist los? Was ist jetzt los? Oh mein Gott, was habe ich getan? Der Spirit of Sorrow und Deepness kommt auf sie, weil sie ihre Hände von der Arbeit weggenommen haben. Okay? Und wenn ihr da dieses Spirit habt, tut Buße. Hofft auf Yahweh Hashem Yahusha's Gnade. Weil seine Gnade ist ewig. Ist abundantly. Okay? Believe not the gods of whom Yahweh Hashem Yahushai spake. Glaubt nicht an die Götter, von denen Yahweh Hashem Yahushai gesprochen hat, von diesen Göttern von anderen Nationen. Glaubt schon Esau Edom, der sich selber als Gott darstellen will, wie es sagt im 2. Timotheus, das ist 2. Thessaloniker, ich glaube 3. Kapitel. Ich muss kurz nachgucken. Das war 2. Thessalonians chapter 3. No, das war chapter 2. Das war chapter 2. Genau. 2. Timothy, Thessalonians chapter 2. Okay, 2. Thessaloniker 2 und 4. Esau stellt sich als Gott da, als Kraft da. Okay, aber er wird zerstört, weil er keine Kraft ist, er ist nur ein Mensch, der wie alle anderen Menschen sterben wird. Okay, oder wie die 2/3 sterben werden und wie die anderen Nationen sterben werden. Wie die Leute sterben werden, die von Yahweh Hashem Yahushai vorhergesehen wurden. Okay, behold, the plagues draw nigh. Seht, die Plagen nähern sich. Die Plagen nähern sich. Okay, was haben wir gesehen auf in YouTube? Lass kurz zu diesem Video gehen. YouTube. Gib mir eine Sekunde bei Buchstaben. Okay, erstmal seht ihr hier. So, okay, ich halte mal eine Sekunde durch. Okay, ihr seht hier Videos. Was seht ihr hier? Okay, Police Military begin door-to-door search to hunt down die Citizens von New York. Okay, und hier, like a biblical plague, hundreds of billions of locusts. Okay, like a biblical plague, wie eine biblische Plage, hunderte von Billionen von Heuschreckenschwarm in Ostafrika. Okay, und das ist der Spirit, die Plagen nähern sich, die Plagen sind da. Die Plagen von Tod und Zerstörung nähern sich. Die Plagen von Yahweh Hashem Yahushai nähern sich, von denen er gesprochen hat. Tod und Zerstörung, Kriege, Gerüchte von Kriege, okay?
Die Plagen von Tod zerstören, die auf diese Welt herabkriegen. Und die ultimative Plage, die ICB Mists mit den Chariots, diese Welt zerstören. Sie nähern sich. Und Arnold Slack, der Kriegrecht wird ausbrechen. Martial Law wird ausbrechen. Sie werden uns jagen von Tür zu Tür. Sie werden uns betrügen. Unsere eigenen Brüder werden uns betrügen. Das ist Spirit. Diese Plagen werden kommen. Und was werdet ihr tun, wenn diese Zeiten kommen? Was wollt ihr jetzt lieber schon tun? Zu Yahweh Shemioshai zurückkommen, Buße tun und suchen, während ihr noch könnt. Okay? Weil es sagt in okay. Das ist Isaiah 55 und 6. Seek ye Yahweh, while he may be found. Sucht Yahweh Shemioshai, sucht nach ihm, betet zu ihm, während er noch gefunden wird. Call ye upon him while he is near. Schreit nach ihm, während er noch nah ist. Let the wicked forsake his way. Lass die Boshaften ihren Weg verlassen. And the unrighteous man his thoughts. Und der ungerechte Mann seine Gedanken, seine boshaften Gedanken, die gegen Yahweh Shemioshai gehen. And let him return unto Yahweh. Und lasst ihn zurückkommen zu Yahweh Shemioshai. And he will have mercy upon him. Und er wird Gnade auf ihn haben. Das heißt, hofft auf diese Gnade von Yahweh Shemioshai. And to our power, und zu unserer Kraft, Yahweh Shemioshai, for he will abundantly pardon. Weil er wird ausnahmslos, übermäßig. Okay, lass kurz vor der Abundantly in Deutsch nachgucken. Abundantly, reichlich, uneingeschränkt, überreichlich. Okay, wird er Buße tun, wird er euch vergeben. Das heißt, tut Buße, kommt zu Yahweh Shemioshai zurück, oder werden eure Sicherheit zerstört. Und ihr denkt, ihr seid, weil ihr seid nicht sicher, niemand ist sicher. Deswegen, kommt zu Yahweh Shemioshai zurück, während ihr noch kennt. Okay, as when a woman with child in the 9th month bringeth forth a son. Wie eine Frau mit ihrem Kind im 9. Monat bringt sie vor ihren Sohn, das heißt 9. Monat zu ihrer Geburt, with 2 or 3 hours of her birth, great pains compares a womb. Mit 2 oder 3 Stunden von der Geburt ist sie umgeben, ist ihr Bauch, ihr Mutterleib sozusagen umgeben mit Schmerzen, which pains, welche Schmerzen, when the child come forth, wenn das Kind vorkommt, wenn das Kind zu einem kommt, sind die Herzensschmerzen. Warum? Weil sie pressen muss, weil sie das Kind aus ihr rausdrücken muss. They slug not a moment, sie verspäten sich keinen Moment. Und das ist der Spirit, weil ihr denkt, die Prophezeiung kommt zustande oder habt die ganze Zeit gescoffed. Okay, das ist Habakkuk 2 und 3. Zweiter Punkt. For the vision is yet for a appointed time. Die Vision ist für eine bestimmte Zeit. But at the end it shall speak. Aber am Ende soll sie sprechen. And not lie und nicht lügen. Und das ist der Spirit. Weil die Prophezeiungen wurden von Anfang an niedergeschrieben. Und jetzt sprechen sie. Jetzt kommen sie zustande. Und Leute spötten vorhin immer noch. Und deswegen werden sie zerstört in ihrer Sicherheit. Weil sie denken, sie sind sicher. Though it tarry, auch wenn es verspätet. Wait for it, warte für es. Because it will surely come. Weil es wird sicherlich kommen. It will not tarry. Es wird sich nicht verspäten. Und das ist das Spirit, die Kraft von Yahweh Shemioshai, weil dieses Plagen verspäten sich nicht. Sie sind für die perfekte Zeit. Menschen denken, okay, sie verspäten sich. Aber sie verspäten sich nicht. Sie kommen in der richtigen Zeit in die Stunde. Und diese Zeit leben wir gerade. Zeit von Prophezeiung. Deswegen hat du das Spirit, der Apostel Tahar, auch das Jahr der Prophezeiung genannt. Gekrönt, to the Spirit. Okay? Das heißt, wie eine Frau, okay, ein Kind verbringt. Und an der Geburt, wenn sozusagen das Kind rauskommt, werden die Schmerzen sich nicht verspäten. Okay, ebenso, auch so, shall not the plagues be slack to come upon the earth, so sollen auch nicht die Plagen sich verspäten, auf die Erde zu kommen. Die Plagen werden kommen, Toten, Zerstörung, Hungersnot. Hungersnot vom Wort, spirituell und physikal Hungersnot. Toten, Zerstörung, Seuchen, wie wir gerade im Coronavirus sehen. Und ja, was sind es die wahren Plagen? Oder eher gesagt, ist der Coronavirus wahr. So, und wenn Leute, die Nummern, die sterben, ja, was sind die wahr? And the world shall mourn, und die Welt soll trauern, and the sorrows shall come upon it on every side. Und Trauer, okay, Leid, Kummer, Qual, so von jeder Seite an sie kommen. Sie wissen nicht, wo sie hindringen können. Sie können nicht mal zu ihren Liebenden gehen, weil sie wegfallen werden wie Eintagsfliegen, so ungefähr, to the Spirit. Sie können nicht mal zu ihrem Government laufen. Sie können nicht mal zu ihren Leuten laufen, die sie ausgenutzt haben, weil alle Leute werden vergehen. Jeder wird auf sich allein gestellt sein. Aber wir sind nicht alleine, weil Yahweh Shemioshai ist mit uns. Okay? Lass kurz ein Preset tun. Das ist Psalms 91.
Okay, wir gehen straight to Punkt, zu dem Precept. Vers 6, glaube ich. Na, There shall no evil befall dir, soll kein Böses dich befallen, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Weder wird irgendeine Plage an dein Haus kommen, an dein Lebensort kommen. Okay? For he shall give his angels charge over thee, weil wird die Engel Wachen über dich geben. Das heißt, die Engel werden über dich wachen. To keep thee in all their ways. So like hier, um dich zu beschützen, all deinen Wegen. Und das sind die Engel, die von Jehovah um uns herum gesetzt wurden. Warum? Wie sagt in Psalms 91, He that dwelleth in the secret place of Jehovah shall bide under the shadow of the Almighty. Okay, der im versteckten Platz von Jehovah ist, von dem Höchsten, soll unter dem Schatten von dem Allmächtigen sein. Und was der Schatten, was der versteckte Platz, die Truth, die Wahrheit, die Welt nicht empfangen kann. Und der Schatten ist Jehovah Schutz. Okay? Der durch seine Engel, wie wir in Vers 10 und 11 gelesen haben, die Engel werden uns beschützen, to the Spirit, wie es sagt in Psalms 34 und 7. Okay? Ich will die Lektion nicht zu lange machen, gehen wir weiter. Psalm 34 und 7 sagt, oder wisst ihr was, wir lesen es kurz, to the Spirit. Gib mir eine Sekunde. Psalms 34 und 7 sagt, The angel of Yahweh encampeth round about them that fear him. Die Engel von Jehovah kommen um den herum, die ihn fürchten. Das heißt, encamp bedeutet, sie equippen ihn. Okay, lass kurz das Wort encamp nachgucken. Gib uns kurz eine Sekunde, Bruder der Bible, Psalms 34. Encamp. Okay, das Hebrew Wort ist Chana, und es bedeutet to decline, incline, encamp, bend down, lay siege. Das heißt, sie werden um uns herum sein. Salak hier. Aber, ich glaube, das war das Wort. Chabayab, war das Chabayab? No. Salak hier. And deliver, das Wort, in diesem Wort deliver, was eigentlich Pada bedeutet Chalatazah, und es bedeutet to remove, draw out, withdraw, equip for war, bewaffnen für Krieg. Und das werden die Engel tun, sie werden uns für den Krieg bewaffnen. Okay, sie werden uns beschützen, sie werden einen Schutz um uns herumbringen. To the Spirit, wie sagt Isaiah 59,19. Okay, das heißt, Chalatazah, equip, to remove, draw out, take out, draw off, withdraw, equip for war, arm for war, rescue, be rescued. Das heißt, sie werden uns beschützen, sie werden uns retten, to the Spirit, von den kommenden Qualen. Okay, zurück zu Psalm 2. Esra 16,40. Und es sagt, oh my people, das ist der Punkt. Hear my word, hört mein Wort. And make you ready to the battle. Und macht euch bereit für den Kampf. Wie macht ihr das? Indem ihr zu Jehovah zurückkommt. Indem ihr die arbeitet, indem ihr fastet und betet zu Jehovah euch demütigt in Jehovah's Augen, in Jehovah's vertraut. Zu Jehovah's betet für mehr Glauben, für mehr Geduld, für mehr Weisheit. And in those evils be even as pilgrims upon the earth. Seid bereit zu wandern, seid bereit von Platz zu Platz zu gehen. Okay, weil sie werden uns jagen von jedem Platz, wie es sagt im 2. Esdras Kapitel 16 und 68, for there shall be, for behold, seht, the burning wrath of a great multitude shall be kindled over you. Seht, die brennende Wut von einer großen Masse über euch entfacht. And they shall take away certain of you, und sie werden welche von euch wegnehmen, and feed you, being idle, with things offered unto idols. Und sie werden euch den Aphrodite aufdrücken. Straight up. Mit den abscheulichen Taten, okay? Vers 69, and they that consent unto them shall be held in derision and reproach. Und die zu ihnen überlaufen sollen, verachtet werden und verachtet und verspottet werden. And trodden on the foot, und unter den Fuß getreten werden von unserem himmlischen Vater, unser einzigen zu Welt gebrachten Sohn, wenn die Hausscheid zurückkommt. Weil sie werden zerstört, weil sie ein Aphrodite angenommen haben. Okay? Weil wenn ihr so guckt, being idle, with things offered unto idols, is the Aphrodite, straight up to the Spirit. Okay? Salak. For there shall be in every place, also in jedem Platz, and in the next cities, in den nächsten Städten, a great insurrection upon those that fear Jehovah Shemiyah. Ein großer Aufstand über den sein, eine Verfolgung über den sein. Okay, sie werden uns jagen, sie werden uns versuchen zu töten. Okay? Die Jehovah Shemiyah fürchten. Deswegen sollen wir wie Pilger, sozusagen wie Pilger auf der Erde sein.
They shall be like madmen, so wie verrückte Männer sein, sparing none, keine Gnade haben, but still spoiling and destroying those that fear Yahweh Hashem Yahushai, aber immer noch ausrauben und zerstören die Yahweh Hashem Yahushai fürchten. Und das sind die Martial Law Troops, sie werden mit großer Wut runterkommen, wie wir gelesen haben, Offenbarung 12 und 12. Okay? For they shall waste and take away their goods, sie sollen verwüsten und ihre Güter wegnehmen. Das sind die Martial Law Troops, sie werden eure Frauen wegnehmen, sie werden eure Kinder wegnehmen und so weiter und so fort. Ja, Rat ist ja nicht von den Elect. Okay, and cast them out of the house, wenn ihr aus den Häusern schmeißt. Das ist Martial Law, Kriegsrecht, wo die Truppen reinkommen. Then shall they be known who are my chosen. Dann sollen die erkannt werden, die mein Auserwählten sind, nach diesen ganzen Trübsal, Kummer, Qual. And they shall be tried as gold in the gold in the fire. Sie wollen versucht werden wie goldene Feuer. Sie werden gereinigt durch die Kraft von Yahweh Hashem Yahushai. Hear, O you my beloved, hört, O meine Geliebten, saith Yahweh, sagt Yahweh Hashem Yahushai, behold the days of trouble are at hand. Seht die Tage von Kummer, Leid, Trübsal und Qual sind an der Hand. Das heißt, der Tag, der Test, ultimative Test an der Hand. But I will deliver you from the same. Aber Yahweh Hashem Yahushai wird dich von demselben retten, wenn du ihm vertraust, wenn dein ganzes Vertrauen in ihm liegst. Be not afraid, fürchtet euch nicht, neither doubt, weder Zweifel, for the Most High is your guide. Weil der höchste Yahweh Hashem Yahushai ist euer Leiter, wenn ihr durch diese ganzen Sachen durchhaltet, wenn ihr vertrauensvoll von Yahweh Hashem Yahushai seid. And the guide of them who keep my commandments. Und der Leiter von denen, der meine Gebote hält, and precepts und Verse. Saith Yahweh Hashem Yahushai power, sagt Yahweh Hashem Yahushai Kraft. Let not your sins weigh you down, lasst euch eure Sünden durch unterdrücken. Let not iniquities lift up themselves. Das heißt, lasst euch nicht zerstören von euren Sünden, die ihr vorher begangen habt. Lasst sie hinter euch und akzeptiert sie. Lasst euch stärker werden, akzeptiert sie und geht weiter. Okay? Nochmal 2. Esra 16,40. O my people, hear my word, make you ready to die battle. Macht euch bereit zu deinem Kampf. Okay, deswegen, 2. Korinther 10 und 3. Und es sagt vor, though we walk in the flesh, auch wenn wir im Fleisch laufen, we do not war after the flesh, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. For the weapons of our warfare are not carnal. Und die Waffen von unserer Kriegsführung sind nicht fleischlich, but mighty to the pulling down of strongholds. Aber mächtig durch das Runterreißen, mächtig durch den höchsten Yahweh Hashem Yahushai, dass wir die starken Halterungen runterreißen, die spirituellen Halterungen. Das heißt, unsere Waffen sind spirituell und nicht physikal. Das heißt, wir müssen uns spirituell auf den Kampf vorbereiten. Weil das wird dich retten. Du musst in der Gnade von Yahweh Hashem Yahushai sein. Du musst gut mit Yahweh Hashem Yahushai sein. Du musst ihn suchen, während er noch gefunden wird. Vers 5, casting down imaginations. Wir bringen runter die Vorstellung. And every high thing that exalteth itself against the knowledge of Yahweh Hashem Yahushai. Okay? Und wir bringen runter jede hohe Sache, die sich gegen die Weisheit von Yahweh Hashem Yahushai stellt. And bringing into captivity every thought to the obedience of Hamashiach. Und bringen zu Gehorsam oder Gefangenschaft jeden Gedanken zu Gehorsam von Hamashiach. Okay? Das heißt, wir bringen die Spirits zu Buße. Das heißt, unsere Waffenführung ist spirituell. Das heißt, wir müssen uns spirituell auf diesen Kampf vorbereiten. Okay, das ist Matthäus 10,23. But when they persecute you in this city, wenn sie in dieser Stadt euch verfolgen, flee into another, flüchten in eine andere. For verily I say unto you, weil wahrlich sage zu euch, ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man be come. Weil ich sage euch, ihr werdet nicht zurück nach Israel gehen, bis der Sohn vom Mann kommt. Das heißt, wir müssen auf Yahweh Hashem Yahushai warten. Okay? Wir müssen auf Yahweh Hashem Yahushai warten und wie Pilger sein. Von Stadt zu Stadt ziehen. Wir müssen uns darauf bereit machen, okay? Der Spirit will uns sagen, ob wir gehen sollen oder nicht. Through the Spirit. Wir müssen auf den Spirit vertrauen. Deswegen sagt es auch in Isaiah 33,6. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times. Weisheit und Verständnis soll Stabilität von den Zeiten sein. Das heißt, Weisheit und Verständnis wird Stability, was Amon nahe bedeutet. Es geht zurück zum Wort Amon, was heißt Glauben. Das heißt, Glauben von den Zeiten sein. Der Glauben wird gestärkt durch die Weisheit und Verständnis in Yahweh Hashem Yahushai, weil wir wissen, dass er uns beschützen wird, wie wir gelesen haben im 2. Esdras. Weil wenn wir das nicht wissen, würden wir durchdrehen. And strength of salvation, die Stärke von Erlösung, die fear of Yahweh Hashem Yahushai ist das Treasure, und die Furcht vor Yahweh Hashem Yahushai ist ein Schatz. Das heißt, jetzt ist die Zeit, Weisheit und Verständnis und Glauben aufzubauen. Okay? Das heißt, bete du fast zu Yahweh Hashem Yahushai für diese Sachen. Jetzt gehen wir zu Tobit 12 und 8. Und es sagt, prayers go with fasting. Okay? Gebet ist gut mit Glauben. Das heißt, wir sollen beten und glauben zusammen. Ich sage mit Fasten. Das heißt, wir sollen beten und fasten. Das heißt, nehmt euch die Zeit zu fasten. To the Spirit. Okay? Macht euch bereit zu fasten. Macht euch bereit für 1-2 Tage nicht zu essen, für 3 Tage nicht zu essen. Okay, wie es sagt in Exodus Kapitel 15. Okay? Die Kinder von Israel haben mehrere Tage nicht geschlafen, es waren 6 Tage. Und Yahweh Hashem Yahushai und nicht getrunken, und Yahweh Hashem Yahushai hat ihnen Wasser gegeben. Und diesen Glauben müssen wir behalten. Wir müssen Vertrauen von Yahweh Hashem Yahushai sein, weil er wird Wunder vorbringen in diesen letzten Tagen. And alms and righteousness und Almosen und Gerechtigkeit. A little
With righteousness is better than much with unrighteousness. Ein bisschen Gerechtigkeit ist besser als viel Ungerechtigkeit. It is better to give alms than to lay up gold. Es ist besser, Almosen zu geben, als Gold aufzubauen. Warum? Weil Gold wird vergehen, dieses Gold wird durch nichts bringen. For alms doeth deliver from death. Weil Almosen, eure guten Taten, für eure Brüder, die brüderliche Liebe, die ihr gezeigt habt, wird euch vom Tod befreien. Eure Taten werden euch befreien. Okay? Weil eure Taten euren Glauben manifestieren, wie es sagt in James 2 und 17. Even so faith, if it has no works, is dead being alone. Wenn Glauben keine Arbeit hat, ist es tot. Jeder kann sagen, ja Glauben, aber wir müssen es physikal manifestieren. So wie wir spirituell neue Mann werden und es physikal manifestieren müssen. Und dann am Ende physikal manifestiert zu werden. And shall purge away all sin, und soll alle Sünden wegbrennen, reinigen. Those that exercise alms and righteousness shall be filled with life. Und die Almosen mit Gerechtigkeit ausüben, sollen gefüllt sein mit Leben. Das heißt, tut Gerechtigkeit, betet fast zu Yahweh Shemi Oshai, tut die Arbeit, macht diese Lektion, während ihr noch könnt, arbeitet eure Lösungen aus, während ihr noch könnt. But they that sin are enemies to their own life. Aber die sündigen, sind Feinde zu ihrem eigenen Leben. Warum? Wir sagen Römer, okay, das andere ist Wages. Römer 6, oder ja, 6 und ich glaube 25, ich schreibe richtig eine. Römer 6 und 23, like, for the wages of sin is death. Die Zahlung für Sünde ist Tod. Das heißt, wie es in Tobit sagt, but they that sin are enemies to their own life. Weil die sündigen, sind Feinde für ihr eigenes Leben. Warum? Weil die Sünde euch zum Tod führen wird. Okay, but the gift of the Most High is eternal life through Yahushua Mashiach, our Lord. Aber das Geschenk von unserem himmlischen Vater Yahweh Shemi Oshai ist ewiges Leben durch Yahushua Mashiach, unseren Herrn, was Yahweh sein Königreich haben will. Okay, through the Spirit. Okay, jetzt gehen wir zu Joel 2 und 12 und es sagt, therefore, also now, und deswegen auch jetzt, save Yahweh, sagt Yahweh Shemi Oshai, turn ye even to me with all your heart, dreht euch zu mir mit eurem ganzen Verstand, and with fasting, und mit Fasten, das heißt fastet, nehmt euch raus zu fasten, esst ein Fast, okay, wenn man fastet, isst man für die Zeitperiode von 24 Stunden, von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang nichts. Okay, wenn ihr es für Sonnenuntergang nicht macht, dann von, sag ich mal, 15 bis 15 Uhr, wie es euch am besten passt, through the Spirit. Aber ich empfehle euch einfach Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang zu machen, through the Spirit, weil dafür unsere Tage an und enden unsere Tage. Okay? And with weeping, und mit Weinen, and with mourning, und mit Trauer. Okay? Das heißt, vielleicht müsste es nicht physikal sein, aber im Spirit, okay? Bringt die Gebete raus. Dass Yahweh Shemi Oshai den Heiligen Spirit nicht von euch nimmt. Dass Yahweh Shemi Oshai euch in den letzten Tagen beschützt. Dass Yahweh Shemi Oshai euer Fasten, eure Arbeit, eure Gebete für würdig sind. Dass ihr würdig seid für Yahweh Shemi Oshai, weil wir sind nicht würdig. Aber heute werden wir das bald sein. Okay? Das heißt, kommt zu Yahweh Shemi Oshai, zurück mit Fasten. And rent your heart. Okay, lasst das Wort rent kurz nachgucken. Rent. Okay, tear, cut down, das heißt reißt es in Stücke. Das heißt, brecht euer eigenen Verstand so ungefähr, to the Spirit. Lasst euren Spirit sprechen. Okay, and not your garment, und nicht euer Gewand. Okay, das heißt, seid zerstört im Spirit. Okay, lasst euren Spirit runterkommen. Brecht euren Spirit und lasst alles raus zu Yahweh Shemi Oshai, halt nicht zurück. Okay, and turn unto Yahweh your power, und dreht euch zu Yahweh Shemi Oshai, eure Kraft. Wie es sagt in Isaiah 5,6, wie wir gelesen haben, während ihr noch könnt, während er noch da ist. Sirach 5 und 7. For he is gracious and merciful, weil er ist gnadevoll und barmherzig, slow to anger, er wird langsam zur Ruhe gebracht, and great of kindness, und sehr barmherzig, and repenteth him of the evil, und er gibt Buße für das Böse. Okay? To the Spirit. Das heißt, tu Buße, während ihr noch könnt. Das ist Matthäus 9,15, deswegen hat Yahushua auch das gesagt. Und Yahushua said unto them, Yahushua sagt zu denen, can the children of the bride chamber mourn? Können die sozusagen, lass mal das Wort bride chamber nachgucken. Gib mir eine Sekunde. Komm. Salakia. Matthäus 9 und 15. Salakia.
sagt, okay, bei Yahushua spricht zu den Pharisäern. Also lass uns 14 lesen, Matthäus 9, 14. Then came to him the disciples of John, da kann Jünger von John, okay, saying, weil we, er spricht zu, ich habe mich vertan, er spricht zu den Jüngern von Johannes, okay, und sagte, why do we and the Pharisees fast oft? Warum fasten wir und die Pharisäer? Often, okay, oft. But thy disciples fast not. Und warum fasten deine Jünger nicht? Okay, dann sagt Yahushua, and Yahushua said unto them, Yahushua sagt zu denen, can the children of the bride chamber, lass das Wort bride chamber nachgucken, children bride chamber, okay, im Griechischen ist es das. Strong's G 3567, Nymphone. Of the chamber contained the bridal bed, okay, the bridal chamber, sozusagen der Ehemann so ungefähr, okay. Weil lass uns das Wort Chamber kurz nachgucken. Erstmal Bride, okay, was ist Bride Chamber? Braut, okay, lass das Chamber nachgucken, Chamber, weil diese Wörter, so like Chamber, Brautkammer, Brautzimmer, sozusagen, so like here. The bridal chamber, okay, of the friend of the bride chamber, whose duty it was to provide and care for whatsoever to the bridal chamber, pertaining to bridal chamber, sozusagen, der sich das Ehebett gekümmert hat, das Ehezimmer, okay. Auf jeden Fall gehen wir zurück zum Precept. Wo waren wir hier? 2015, Yahushua said unto them, can the children of the bride chamber mourn? Can die Kinder sozusagen vom Ehebett trauern? As long as the bridegroom is with them. Das heißt, können die Kinder sozusagen von der Ehebett trauern, die von der Ehebett vorher vorgekommen sind, okay, von der Ehe, die wird Yahushua Shimyoshai haben, weil wir spirituell seine Frau sind, also Israel ist spirituell seine Frau. As long as the bridegroom is with them, solange der Bräutigam sozusagen der Vater mit ihm ist, können sie so lange trauern. Das heißt, der Bridegroom und der Bräutigam ist Yahushai. But the days will come, aber die Tage werden kommen, when the bridegroom shall be taken from them, wenn der Bräutigam weggenommen wird von ihnen. And then shall they fast, und dann sollen sie fasten. Und in dieser Zeit sind wir. Das heißt, jetzt Zeit zu fasten, to the Spirit. Okay? Okay, das heißt, wir müssen fasten und beten, zu Yahushua Shimyoshai zurückzukommen. Wir müssen uns selber das tun. 2 Timotheus 2,15, study to show yourself approved unto Yahushua Shimyoshai. Zeig dich selbst. Lerne, um dich selbst zu beweisen für Yahushua Shimyoshai. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay? Ein arbeitender Mann muss nicht schämen, gerecht das Wort der Wahrheit zu dividieren. Okay, lasst das Wort die Wahrheit nachgucken in diesem Precept. Es ist wichtig, dass wir unsere Wörter nachgucken, die Definition von Wörtern wissen, dass wir die Hebrew können. Okay? So like here. Rightly dividing. Lasst das Wort rightly dividing nachgucken. Okay? To cut straight ways. To proceed on a straight path. Das heißt, die Wahrheit rauszubringen. Okay? Keiner muss stehen, die Wahrheit rauszubringen. Hold a straight course. Equip to do right, okay, gerecht zu tun, das heißt die Wahrheit rauszubringen. Lass es nochmal lesen. To study to show yourself approved unto Yahweh, a workman that needeth not to be ashamed, rightly, das heißt gerecht, dividing the word of truth, das heißt gerecht das Wort rauszubringen, das ist gerecht die Wahrheit zu predigen, okay, to the Spirit, wir müssen uns nicht schämen, wir sollen die Wahrheit rausbringen. Und das müssen wir tun. Das heißt, wir müssen beten und fasten, um was zu tun. 2. Esra 16,14, all my people, hear my word, hört mein Wort, make you ready to the battle. Macht bereit für den Kampf. Macht bereit für den Kampf. Wie macht ihr das? Durch Beten und Fasten. Zu Yahushua Shimyoshai. Nach Gnade bitten. Dass ihr in den Gnaden von Yahushua Shimyoshai seid, dass er euch in Gnaden behält. Okay? Und lernen. Okay? Die Wahrheit aufbauen. Warum die Wahrheit? Wie es wir gelesen haben. Isaiah 33,6. Wenn ihr lernt, wird eure Weisheit und Verständnis wachsen. Und das wird Stabilität eurer Zeiten sein. Das wird euer Glauben sein. Weil wenn ihr lernt, wird es euren Glauben aufbauen. To the Spirit. Okay? Das heißt, lernt. Ich will den Priest in Isaiah nochmal lesen. Isaiah, weil er ist wunderschön, ja. Weil das hat die Welt nicht, okay. Isaiah 33,6, die Welt hat Waffen, die Welt hat sogenannte Macht und so weiter und so fort, aber wir haben die wahre Macht von Yahushua Shimyoshai, das ist die Weisheit und Verständnis. And wisdom and knowledge shall be the stability of their times, and strength for salvation, Stärke von Erlösung. The fear of Yahushua Shimyoshai is his treasure. Warum ist die Furcht vor Yahushua Shimyoshai unser Schatz?
weil sie uns die Weisheit lehrt, weil es die Antwort von Weisheit ist, weil es die Krone von Weisheit ist. Wie es sagt in Ecclesiasticus, Ecclesiasticus Kapitel 1 und Vers, wo ist das? Die Furcht vor Yahweh ist eine Krone von Weisheit. Making peace gibt Frieden and perfect health to flourish, und macht Frieden und perfekte Gesundheit zum Überquellen. Both which are the gifts of the Most High, welche beide die Geschenke von Yahweh sind. Der Friede im Spirit, die Gesundheit im Spirit, weil wir endlich vereinigt sind von dieser Boshaftigkeit im Spirit und im Physikalen. Frieden und Gesundheit. And it enlargeth their rejoicing that love him. Und es verbreitet oder vermehrt, okay, enlarge, sozusagen, zieht breit, okay, die Freude von denen, die ihn lieben. Das heißt, die Furcht vor Yahweh ist die Krone von Weisheit, okay, die Krone von Weisheit durch den Spirit. Das heißt, deswegen ist die Furcht vor Yahweh unser Schatz, okay, weil es uns die Weisheit lernt, weil es uns alles gibt, was wir brauchen. Wie ich sage in Psalms 34, 7 bis 9, es beschützt uns, es gibt uns alles, was wir brauchen, okay. Es geht zu Philippa 2 und 12 und es sagt, wherefore my beloved, deswegen meine Geliebten, as ye have always obeyed, so wie immer gehorcht habt, as not in my presence only, nicht nur meine Gegenwart, but no much more my absence, aber jetzt noch mehr meine Abwesenheit, work out your own salvation with fear and trembling. Das heißt, wir müssen unsere eigene Lösung ausarbeiten. Wie machen wir das? Durch Beten, Fasten, Lernen, durch brüderlich sein, weil Charity ist über allem, okay, wie es sagt in 2. Korinther, glaube ich. Ich gucke bitte mein Wort nachgucken. Na, okay, lass kurz den Priester gehen. Straight zum Punkt. 1. Korinther 13 und 13 und 3. And though I bestow all my goods to feed the poor, und auch wenn ich alles gebe, was ich habe, um die Armen zu füttern, okay, and though I give my body to be burned, auch wenn ich meinen Körper weggebe zum Verbrennen, das heißt, mich selber zu opfern, and I have no charity, und habe nicht brüderliche Liebe, weil Charity bedeutet brüderliche Liebe, it profit me nothing, es bringt mir nichts. Okay, lass kurz zum Wort Charity gehen. Okay, das im Griechischen das. Strong's G26, Agape. Agape. Affection, goodwill, love, benevolence, brotherly love. Das heißt die brüderliche Liebe. Okay, das heißt die brüderliche Liebe ist Charity. Und diese brüderliche müssen wir bewahren, weil alles andere wird nichts nutzen, wenn wir keine brüderliche Liebe haben. Was hat Yahushua gesagt? Die zwei größten Gebote sind das, dass ihr Yahushua liebt und dass ihr euren Bruder liebt oder euren Nachbarn liebt wie euch selbst. Okay? Charity suffereth long, das heißt, Charity ist geduldig, and is kind und ist gnadevoll. Charity envieth not, brüderliche Liebe macht nicht eifersüchtig. Charity wanteth not itself, es lobpreist sich selbst nicht, okay, es bringt sich nicht selber hoch. It is not puffed up, es ist nicht, sozusagen vergeht nicht, es wird für immer da sein. Salaki, da war noch ein anderer Preset. Vers 8. Salaki. Charity never faileth. Brüderliche Liebe vergeht niemals. But whether there be prophecy, aber ob es Prophezeiungen sind, they shall fail. Sie werden vergehen, aber wenn sie erfüllt sind, sind sie weg. Okay? Whether there be tongues, ob sie Zungen sind, das heißt verschiedene Sprachen, they shall cease, sie werden vergehen. Whether there be knowledge, auch wenn ob es Weisheit ist, it shall vanish away. Es wird vergehen. Okay? Das heißt, die brüderliche Liebe muss da sein für euch, okay? Ihr müsst brüderliche Liebe haben, vor allem in den letzten Tagen, okay? Ihr müsst einander aufbauen, to the Spirit, okay? Das heißt, eigene Lösungen auszubauen. Wie machen wir das? Durch Beten, Fasten, brüderliche Liebe, zu Yahweh drehen, okay? Buße tun, die Lektion machen, während wir noch können, die Arbeit tun, während wir noch können, und eigene Lösungen ausarbeiten. Es ist Matthäus 24 und 13. But he that shall endure unto the end, aber der bis zum Ende durchhält, der selber soll gerettet werden. Okay, und das müssen wir tun, to the Spirit. Und das werden wir nur tun, wenn wir die Weisheit und Verständnis haben, wenn wir glauben, Yahweh Hashem, Yahushua Hashem, Kakadash haben. Wenn wir das nicht haben, werden wir zerstört. In unserer Unwissenheit. Das heißt, zu Buße kommt Yahweh Hashem, Yahushua zurück und macht euch bereit für den Krieg. Okay? Macht euch bereit für den Krieg. Das ist nochmal lesen. 2. Kapitel 16 und 40. Und es sagt,
Oh my people, hear my word. Oh my Leute, hört mein Wort. Make you ready to die battle. Macht sich bereit für den Krieg. Kampf, weil wir werden spirituelle Kräfte, Kampf haben, wie wir es jetzt schon haben, gegen Satan. Und sie werden noch mal schlimmer sein, vor allem in den letzten Tagen. Da wird unser Glauben nicht getestet. And those evils be even as pilgrims upon earth. Und diesen Zeiten, diesen Bösen, okay, Plural, seid wie Pilger auf der Erde. Okay, das war alles verschafft. Ja, Ratze, durch das Spirit die Kraft der Menschen Gnade von Yahweh, Kakadosh, weil die Lektion aufbauen, stärken, ermahnen und belehren. Die Lektion kam durch das Spirit die Kraft der Menschen Gnade von Yahweh, Kakadosh. Durch seine Spirit Bereit, durch seine Kakadosh, Macht, Kol Aliyam, Hawat, Wagabat, Wat Water, Labanau, Yahweh, Kakadosh, Brakte Hawa, Brakte Oshai, Brakte Hawa, Brakte Oshai, Brakte Hawa, Brakte Oshai, Bashmir Kakadosh, Wat Water, Yahweh, Oshai, Bashmir Kakadosh, Kaya Kolbaim, da one, um die Spirit die Lektion zu tun. ويهوبا شميع وشايبا شمك كداش براك دم وحابلا دم وشلوان وابا بابا steht stark in Yahweh Shemi Oshai, haltet euch in Yahweh Shemi Oshai fest, betet, fastet, bringt das Hebräisch raus, lasst mich das noch kurz tun, weil ich gerade schon da war, in Kisarek 1 und wo war's? Salaki. Lass ich kurz nachgucken, was steht. Und lernt die hebräische Sprache, weil die hebräische Sprache ist über allem. Okay, es war relativ am Ende. Wherefore. Salaki. Hier. Ich habe es gerade gelesen mit Hebrew. Hier. Wherefore, let me entreat you to read it with favor and attention. Lasst mich euch zusammen rausbringen. Lasst mich bitten, es mit Gefallen und Aufmerksamkeit zu lesen, diese Wort. And pardonus, uns zu vergeben, wherein we may seem to come short of some words which we have labored to interpret. Vergibt uns, dass wir in manchen Wörtern kurz gekommen sind, die zu interpretieren. For the same things uttered in Hebrew, weil dieselben Sachen in Hebräisch rausgebracht, and translated to another tongue, und übersetzt in eine andere Zunge, have not the same force in them, haben nicht dieselbe Stärke. Okay, das heißt, bete in Hebräisch. Okay, bringt die hebräischen Gebete raus. Bete zu Yahweh Hashem Yahushai, nicht zu Jesus und Gott, zu Yahweh Hashem Yahushai, was bedeutet Yahweh in den Namen von Yahushai. Du preist Yahweh Hashem Yahushai, egal welche Situation seid, egal welche Lage ihr seid, und gibt Yahweh Hashem Yahushai alles, okay? Brakte Hawa, Brakte Oshai, Bashmir Kakadosh, Wa Ba Ba Ba, Shalom.